Ja. Ja, also meine beste Freundin und ihre Tochter haben mich begleitet. Die haben mich mit dem Auto gefahren. Ich bin ja direkt aus dem Nachtdienst gekommen. Okay. So, jetzt kommt der klassische Veganer, ne? Oh ja. So, jetzt erzähl erstmal, wie geht's dir nach den 24 Stunden? Müde, ja, weil die Nacht draußen, gerade die erste, immer ein bisschen schwierig. Da gibt es ja wirklich nur bam, 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 bam. So, 24 Stunden Training. Wir sind hier im Camp David, wenn ich das so sagen darf. Nein, wir sind hier im Team 2, das Team David. David, Simon. 24 Stunden Training. Ja. Jetzt siehst du deinen Kandidaten zum ersten Mal in echt. Mhm. Und soweit? Ja, soweit. Naja, Hoffnung? zufrieden. Hoffnung auf jeden Fall. Hoffnung habe ich bei jedem. Das stellt sich natürlich die nächsten 24 Stunden raus, die sich anstellen. Ja. Aber ich meine, das Wichtigste ist, motiviert zu sein. Und wenn man dann keine zwei linken Hände hat, dann kriegt man das eigentlich alles gebacken. Also, die Challenge ist, wir wollen herausfinden, ob ein Survival Coach, Spezialist, richtige Survival-Fans, diese zwei hier, in nur 24 Stunden so weit trainieren kann, dass die in der Wildnis überleben. Und zwar 5 Tage, ganz alleine, mit gerade mal 10 Gegenständen. Sie haben kein Zelt, sie haben keine Nahrung und sie haben kein Wasser. Das alles muss gefunden werden. Und wir wollen jetzt wissen, ob das möglich ist. Ob wir die Leute dazu bekommen, rauszugehen in die Wildnis, zu überleben und wie es ist, in einer Survival-Reality-Show zu sein. Also runter vom Sofa und rein in die Reality. Kurzer Spoiler, ich bin der Meinung, es ist für jeden möglich, man muss es nur wollen. Und wenn man keine andere Wahl hat, dann wird es jeder schaffen. Das Problem ist immer nur den Knopf, weshalb man aufhören kann. Das Aufgeben ist die Schwierigkeit, dass man das nicht macht. Ich muss gestehen, wir müssen so einen Knopf einbauen. Ich kann die Leute nicht einfach da draußen lassen und erst nach 5 Tagen schauen, wie es gelaufen ist. Ja. Würde ich am liebsten machen. Aber Ja. jeder hat die Chance, und das ist der Trick an der Sache, durchzuhalten. Sie wissen, mit einem Knopf sind sie raus. Mit einem Knopf haben sie ihre Pizza. Ja, fast. Wir sind schon ziemlich weit weg von allem, aber theoretisch sind sie mit einem Knopfdruck im Warmen. Und das ist die Schwierigkeit, dass man da eben nicht einfach drückt. Weil War bei ansonsten, dir auch so mit ja, Raum, natürlich, oder? natürlich. Weil ansonsten, wenn ich einfach nicht die Möglichkeit habe, ja, dann habe ich hier keine Wahl, außer zu kämpfen und zu überleben oder Ja. aufzugeben und zu sterben. Ja. Ja, nur hier ist die Option aufgeben und halt in der heißen Dusche sein und das ist das Gemeine an der Sache. So, also jetzt sind wir hier. 24 Stunden ab jetzt. Los geht's. Los geht's. Und Steffi? Ja, ich hatte erst den Dick genommen, jetzt habe ich mich dafür den. Ja, der reicht auch vollkommen als Grabstock. Wir brauchen auch gar nicht, wir wollen ja kein Grubenfeuer ausheben, sondern nur ein paar kleine Wurzeln. Und so, schau, dass du im Optimalfall von oben nach unten schlägst. Ja, nicht im Winkel, schlag immer nur von oben nach unten Ja. und stell dein Holz in den Winkel, wo du möchtest. Okay. Ja? Stell das in den Winkel. Und dann kannst du grob schnitzen, beziehungsweise grob vorhacken. Auch wie hier zum Beispiel, wir wollen einen Grabstock. Dürft ihr jetzt gleich machen, perfekt, weil wir jetzt gleich auf Pflanzenwanderung gehen. Sehr geil. Ihr dürft euch zweimal einen Grabstock anfertigen. Dazu brauchen wir genau sowas. Was Flaches? Einmal wie ein Spachtel. Wir gehen grob in die Vorarbeit. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit, um das Werkzeug zu testen, weil noch ein bisschen die Feinarbeit nachschnitzen. Aber Schnitzen ist wirklich immer nur die eigentliche Feinarbeit. Okay. Also von vornherein so ein Spachtel abschnitzen, gell? Ist natürlich ein mordsmäßiger Aufwand. Da könnt ihr natürlich auch schön, seht ihr, schön filigran damit arbeiten. So, das ist meiner. Dann machen wir eine gerade Kante. Ja, komm schon. Und dann können wir eben hier noch ein bisschen. Gut. Zweimal Grabstock, ungefähr so soll das Ding ausschauen. Ja. Nicht größer, weil wir gehen gleich auf Pflanzenwanderung. Wurzeln und Pflanzen. Ja. Okay, Machen wir Spitze brauchen wir aber nicht, oder? Könnt ihr, braucht ihr nicht, den Spachtel ist wichtiger. Genau. Okay. Da haben wir es. Das ist eine dünne. Ja, ist nix. Genau. Testet, warte, ich gebe dir beides. Machen wir so. Achso, okay. Testet ruhig jetzt ein bisschen das Tomahawk aus, weil es ja noch eine Überlegung ist, ob sowas wie Machete oder Tomahawk. Aber ich glaube, es macht definitiv Sinn, wenn einer ein Messer mitnimmt oder andere irgendwas in diesem Format. Ja. Definitiv, ja. Finde ich jetzt auch.
Und damit läuft's. Sehr gut, ja, sehr gut. Gute Hoffnung. Einziger Nachteil, den ich hier jetzt als Trainer habe, ist, wir haben nur 24 Stunden und wir müssen jetzt ein bisschen Press machen. Deshalb tun wir nicht alles perfekt so umsetzen, wie es wirklich in Realität ist. Zum Beispiel jetzt haben wir gerade ein Zelt aufgebaut, da haben wir jetzt einen Boden nicht frei gemacht und sowas. Da geht es jetzt einfach nur Müssen wir auch noch machen. Dann, Genau, das natürlich weiter ausbauen. Wir gucken hier jetzt, dass die Grundfertigkeiten sitzen, aber dann den Boden eben zu machen und sowas. Das ist dann nochmal, dafür brauche ich einfach Zeit und das schaffe ich nicht in 24 Stunden. Ich muss hier jetzt alles rüberbringen, was wichtig ist. Was mit Nahrung? Nahrung. Wir sind jetzt gerade, weil es vorher ein bisschen geregnet oder wir haben gehört, es donnert. Nahrung kommt als nächster Part. Pflanzen, sehr wichtig, weil Pflanzen finden wir Gott sei Dank überall auf der Welt. Gell? Tiere, Jagen, Angeln wird immer ein bisschen schwer. Deshalb gehen wir danach Wobei, drauf aber ein. Pflanzen ist mir gesagt worden, trauen sich die wenigsten. Weil da kann man Fehler machen und Leute sterben dran. Bei Fleisch sind sich alle sicher, ein Hase ist ein Hase. Und wie sieht es bei dir mit einer Schlange aus? Und habe ich direkt probiert. Ja, das ist schon kritisch. Ja, tatsächlich, aber bei Tieren ist... Essen ja. Das stimmt. Tiere ist einfacher. Bei Tieren gibt es einen guten Grundsatz. Man kann sagen, jedes Tier hat in der Evolution einen Trick, wie es besteht. Ja. Ja. Ein Reh ist schnell. Ja. Eine Fliege vermehrt sich in großer Anzahl. Ein Wolf hat Zähne. Ja. Was hat eine Nacktschnecke für einen Trick in der Evolution? Das ist Schleim. Das ist der Schleim. Das heißt was? Der Schutz? Ja, schon, aber Chemie. Hier sind wir im Bereich Chemie. Also Chemie das meinst heißt, du, wenn ich ja. logisch denke, wie verteidigt sich dieses Tier und ich komme auf Schneckenschleim, auf Ameisen, die haben Ameisensäure. Wie verteidigt sich die Larve einer Ameise? Ja, mit Säure. Die Larve? Na, sag's mir. Ja, die wird von der Ameise verteidigt. Das heißt, die Larve selber hat gar keinen Schutz. Das heißt, die Larve kann ich ohne Probleme essen, weil die sich nicht mit Chemie verteidigt. Das stimmt, Eine Kellerassel hat einen Panzer, die rollt sich zusammen. Heißt, die kann ich essen. Ja. Und so muss ich überlegen, sobald das Tier oder dieses Lebewesen sich mit Gift oder Chemie verteidigt, Finger weg. Sobald es einen Panzer hat, eine Weinbergschnecke hat ein Häuschen, eine Schildkröte hat einen Panzer, kommt man rein, ja. kann ich es essen. Ja, aber halt mit Pflanzen muss man, das braucht man wissen, braucht man viel Wissen. Ja. Deshalb machen wir Basic-Pflanzen, die, wo man überall findet, die, wo wir erwarten, dass man sie findet. Das machen wir danach. Dadurch, dass ich aber gehört habe, dass es donnert, ist wichtig, einen trockenen Schlafplatz baue ich auf, wenn ich die Möglichkeit habe. Das ist mit das Erste, weil Schutz, Das die ist Unterkühlung, das Wichtigste. ist mit das Absolut. Allerwichtigste. Ja. Und deshalb erstmal einen trockenen Schlafplatz aufbauen und dann kann ich mich immer noch um Pflanzen, um Wasser und alles andere kümmern. Dreierregel gehen wir gleich noch durch, aber das mache ich mit dem dann noch. Jetzt wird Schnur hergestellt, gell? Die machen das gut. Ja. Die machen das echt gut. Und das mache ich gerade. Dann ist es handsam. Und so ein Schafbock, der wird locker, der ist echt draußen. Der kriegt locker seine 100 bis 120 Kilo zusammen. Das heißt, du kannst schon mal locker 20, 30 Kilo aufpacken. Ja, das Und wenn du den mit dem Shoppen fütterst, der läuft gerade mir, der ist noch so groß, 3 Wochen alt, wie ein Baby halt hinterher, gell? Aha. Da wo ich hingehe, kommt der mir hinterher, weil ich bin ja die Mama. Und jetzt laufe ich gerade immer an der Leine mit dem. Sau cool. Okay. Ja, und wenn er größer ist, kriegt er Satteltaschen. So, Notnahrung. Notnahrung. Wie ich das jetzt anfängst zu schnurren. Perfekt. Wie sieht die Blüte aus? Die einzelne Blüte? Korbblütler. Nein? Nee. Das ist in dem Fall ein Kreuzblütler. Ich vermute mal, das ist Schraps. Einen guten. Kann man essen? Kann man essen. Die Komplett? doch auch, oder nicht? Komplett? Komplett? Also unten ist halt wahrscheinlich holzig, ich muss gucken. Aha, okay. Aber meistens sind Kreuzblüter haben so ein bisschen einen scharfen, senfigen Geschmack. Mhm. Aber der ist hübsch. Markt ausgeben. Okay. So, jetzt kommt der klassische Veganer, ne? Oh ja, Okay. Wow. das ist die ganze Erde. Ja. Boah, das ist Jetzt lecker. merkt ihr richtig den Senf. Ja, Also, ja, gell. Der Rettich. Das ist der Hammer. Hier Wow. haben wir noch 2, 3. Die hier nehmen wir noch mit.
Tatsächlich, da. Hier haben wir noch das ganze Ding und hier haben wir noch das ganze Ding. Die Oh, rupft wie hier lecker. so wie sie sind, nehmt ihr sie einmal mit. Schau gut. Wie gesagt, ich will hier jetzt nicht jede Pflanze abernten, macht ihr bei euch dann aber natürlich schon. So, ich hab hier den neuen Be Free von Katadyn mit Aktivkohlefilter. Ich habe jetzt was Geiles vor. Ich habe hier eine Pfütze entdeckt mit ein bisschen Regenwasser drin. Ich habe keine Ahnung, wie alt es ist. Und da drin schwimmt auch noch ein, kommt mal mit. Und da drin ist auch noch ein kleiner Regenwurm, den ich jetzt natürlich gleich mal hier raushol, weil jedes Leben zählt und auch der kleine Regenwurm. Oh, hier ist auch noch ein Würmchen. Ich glaube, der ist da schon länger drin. So, aber was ich wissen will ist, so, all in. So, und Aktivkohlefilter hinein. Das Ganze zu. Was rein. Dann wollen wir jetzt hier den Fößbalken einziehen. Wir haben einen Asthalter vorne am Baumrand, du legst die Stange oben rein. Dann habe ich so mein Dach und dann kommt hier durch diese Lücke auch kein Regen rein. Dann habe ich so mein Dach und der Rauch kann so abfließen. Aber auch wieder aufwendiger. Ja. Dafür habt ihr jetzt, ja, weil die Konstruktion ein bisschen, und der Nachteil ist, die eine Plane ist flacher und die andere, das heißt, du hast nicht 245 Grad Winkel, okay. du musst einmal steil und einmal flacher sein. Ja, Ist von der Raumausbeute schlechter. Dafür vom Rauchabzug besser, weil ihr geschützt ist. Halt. Und weniger Regen halt. Ne? Und wenn ihr dann natürlich noch mehr Bock habt, gell, dann könnt ihr natürlich sagen, ihr schneidet eure Plane hier zweimal einen Schnitt rein, lappt die hier einmal zu, dass ihr nur in der Mitte diesen Spalt habt. Ja? Viele Möglichkeiten. Viele Möglichkeiten. Jetzt Es sind wir geht halt überfordert. darum, der Grundkern ist das. Ja. Könnt ihr das Messer nehmen? Zieht hier mit der Rückseite, nicht mit der Schneide. Erde besteht aus kleinen Steinchen. Das heißt, das macht euer Werkzeug stumpf. Das schleift ab. Deshalb auch mit Lehm schleifen. Genau. Ja. Habt ihr hier jetzt schon, zieh mal, einfach mal so auf Länge ziehen. Zieht mal zusammen, aber es schafft es zu zerreißen. Ihr kriegt sie erst kaputt, zerrissen. Bald nicht. Sauber. Weil Maschinen sind. Ja, Maschinen sind. Und sie relativ dünn war. Und Aber es hält schon einiges für Hält schon aus. zusammenzubinden. jetzt hack mal richtig. Hack mal richtig drauf damit hier. Ich hack's jetzt nicht ganz bündig ab, weil das ist gleich dein Job. Oder wenn du hier solche Zweige wegmachen willst. 45 Grad Winkel. Ah. Und dann kannst du auch, Achtung. Und dann kannst du dir so dementsprechend auch einfach den Weg frei hauen, beziehungsweise hier ein paar Zweige weg, zack, zack, zack. Dann geht was voran. Und genauso hier, schau, dass ihr jetzt schön den hier hinstellt. Dann mit diesem Kopfende hier richtig schön den Ast weghackst. Mir geht's besser. Ja. Ich will nur nicht zu viel abpacken, um Ein das bisschen, kaputt zu bisschen machen. Schmackes muss dann auch mit rein. Ja, ich will Dein das hier Schlag. nicht kaputt machen, weißt du, wenn ich jetzt so Ja, ja, aber ja gut, im Notfall hat man einen neuen Stock. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Irgendwie muss man noch ein bisschen Arbeit mit der Machete üben. Gut. Baust du noch oder lebst du schon?
Was machst du denn da jetzt, Sascha? Ja, ich habe jetzt einfach das Laub, das hier unten noch rumliegt, habe ich jetzt einfach hier unten noch reingequetscht, ja, sodass man dann noch weniger Luft reinziehen kann, ja, damit wir es umso gemütlicher haben heute Nacht. Definitiv. Okay, Ja. gut, sehr gut. Sehr schön. Ah, mega. Das finde ich selber schon Kuschelig. Sollen wir tauschen? Wir gehen ins Zelt. Stimmt, es ist nicht ins Haus zu schlafen. Schau, irgendwas liegt da unter deinem linken Fuß. Ach, komm her. Gut. Also, Machen wir wieder dran. sagen, Thema Shelter. Können wir einen Haken dahinter setzen, oder? Wenn wir gerade dabei sind. Wir bist du zufrieden. Da bin ich zufrieden. Auch sehr bin ich zufrieden. Geht's voran? Ja, auf jeden Fall, doch. Wir können halt in diesen 24 Stunden nur die wichtigsten Sachen abpacken. Ja, darum Aber- geht's auch. Das muss ja knackig sein, das muss. Genau, aber das kriegen wir hin. Wir haben eigentlich schon das Allerwichtigste drin. Feuer, Wasser, Nahrung, Schutz. Ja. Und jetzt machen wir noch Sachen wie Feuerbohren, Knoten, Karte, Kompass. Wer weiß, was da für Aufgaben noch auf die zukommen, dass wir da noch ein bisschen abgedeckt sind. Aber im Grunde genommen haben wir eigentlich das überlebenswichtige Training haben wir schon hinter uns. Also überleben können sie jetzt. Überleben können wir jetzt. Jetzt geht es nur noch darum, Um schön um überleben. es sich leichter zu machen. Knoten Ja. sind immer ganz wichtig, um Ja, sich das ja, Leben ja. ein bisschen angenehmer zu machen. Ja, Gut. genau. Und Feuerbohren, naja, Feuerbohren in meinen Augen eine nette Spielerei. Braucht man in der Regel in der Realität eher selten. So, Gut. die Handstücke können wir schon mal aufspalten, oder? Ja, genau. Also ich mache es mit der Handstücke. Ich zeige es euch mit ein, wie ich es immer mache. Ihr könnt es, wie gesagt, wenn ihr da So, dann schauen wir mal. Oh, der Eier, da war ganz schön. sollten wir es schaffen, Warum meinst du, dass da Eier? Woran liegt das? versuch mal, geh mal wirklich hier weiter rein mit dem Fuß. Ja. Weiter. Und jetzt geh mit dem Handgelenk so richtig an dein Schienbein ran. Dann hast du ein bisschen mehr Halt. Genau. Ist es besser oder schlechter? Ja, es ist ungewohnt halt. Ja, okay. Aber ja, das sieht aber schon gut aus. Genau. Ruhig ein bisschen weiter bohren. Ja, kommt schwarz, aber trotzdem ein bisschen Druck erhöhen. Druck an der Schnur erhöhen. Ich kann nicht mehr. Alles gut, aber es qualmt. Mal gucken, ob es weiter qualmt. Ja, Müssen wir könnte. aufpassen? Oh ja, das sieht aus. gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt kommt mal her. Wir müssen jetzt halt aufpassen, weil der Wind genau von der Richtung kommt. Ja. Setz dich jetzt hier hin, dass du mit deinem Körper ein bisschen windschützt. Und jetzt nimm vorsichtig mal das Bohrbrett weg. Vorsichtig das Bohrbrett weg. Ja, das sieht doch schön aus. Mal Ah ja, guck mal. Jetzt erstmal ein bisschen wedeln. Nicht berühren. Genau, einfach und jetzt am besten mit dem Messer reinschieben oder genau so. Ja. Und ihr seht, die Glut hält es eben auch zusammen. Langsam einfalten, immer ein bisschen pushen, dass es nicht ausgeht. Und dann schauen, dass eben auch Druck ans, also dass auch das ganze Heu, mein Gras und mein Zundermaterial auch wirklich an die Glut rankommt. Ihr seid zu zweit, Steffi, komm hierher, komm nach hinten. Ihr könnt immer abwechselnd. Könnt ihr, oder ihr könnt hier so in eine 8. Sascha, das geht auch. Bisschen dichter machen, ruhig ein bisschen dichter heben, dass es auch schön, genau. Ja! Chaga! Gut. Puh. Geil. Sascha, wie fühlst du dich? Sehr gut, klasse. Sehr geil. Ja, Herzlichen mega. Glückwunsch. Steffi, Dankeschön. herzlichen Glückwunsch. Habt ihr gut gemacht. Wirklich. Geil. Aber sehr gut. Wir haben Feuer gebohrt. Ja. Zunder herstellen könnt ihr. Ja. Feuer, Wasser, Nahrung, Schutz. Kriegen wir hin. Haben wir. Was machen wir jetzt noch schnell? Knoten. Knoten Wollten wir und noch Karte mal- Kompass. Karte Kompass, genau. Das Karte vielleicht Kompass. sogar noch. Ah, stimmt. Das war ein Knotenbündel. Karte Kompass machen wir jetzt direkt einmal noch. Karte Kompass. Karte Kompass. Zuversichtlich? Los geht's. Absolut. Wie Ja. fühlst du dich jetzt nach dem Feuer? Oh, das ist unglaublich. Ne? Also wie ein Gott. Fast.
Mein Feuergott. Feuergott, genau, ich wollte gerade sagen, der Feuergott. Nennt mich Herr der Flammen. Wenn ihr wollt, ihr könnt gerne einmal euren großen Topf holen, da noch draufstellen, dann habt ihr da zum Beispiel noch einen. Ja, sehr gut. Also es hält sich noch in Grenzen. Sehr gut. Ja, das wird die ganze Zeit bei euch über sein. Das wird wie so eine Diät halt sein. Ja. Ja, da kommt ihr nicht drum rum. Klar, weil ihr findet hier draußen nicht so viel, dass ihr euch vollstopfen könnt. Aber dann Und na, Steffi, wie fühlt sich an? Sehr gut. Ja, So, Sekunde. Hast du nicht drin? ist was anderes jetzt so ein Training zu machen, als jetzt mit André zum Beispiel, wo du weißt, du machst das, um das anzuwenden. Ja, das ist eine ganz andere Sache. Ich bin auch super gespannt, wie das wird und wie wir da vor allem heute Nacht drin schlafen. Ihr wollt darin schlafen? Ja. Und Ziel ist es, Ah, hier drin? da drin ein Feuer zu machen. Hier drin? Ja. Okay. Deswegen bau ordentlich mit mir. So, okay. Und das Beste ist natürlich mit Feuer drin. Ne? Gut, das hier kann halt jetzt, muss ein bisschen weiter hier rüber gespannt werden, aber ansonsten. Rübergefahren? Hast du geschlafen an dem Auto? Nee, konnte ich irgendwie nicht, weiß ich auch nicht warum. Bist du aufgeregt? Genau, und dann haben wir uns noch einen mega schönen Abend im Hotel gemacht. Da haben wir für Seepferdchen noch geübt. Ach, wie schön. Ja, noch was Schönes gegessen. Und dann bin ich ins Bettchen gegangen. Und dann habe ich mich hingebracht. Ach, toll. Und nachher bringen die mich wieder zurück. Und dann komme ich Sind entspannt die zu noch, Hause sind die an. noch hier irgendwo? Oder? Ja, bei ihrer Tante. Ach, toll. Ja. Ach, schön. Hast du eine schöne Anreise gehabt. Ja, definitiv. Und morgen musst du gleich wieder arbeiten. Nee, ich habe Urlaub noch. Ach, schön. Bis Dienstag oder so. Okay. Ja. Kannst du ein bisschen nacharbeiten, ein bisschen sacken lassen, was du jetzt gelernt hast. Genau. Schön. Nochmal alles einlesen. Die Bücher, die wir auch empfohlen bekommen haben, nochmal durchlesen. Hat er Die euch ein wichtigen paar Sachen gesagt? rausschreiben. Mhm. Ja. Deswegen die Zeit nochmal gut nutzen. Was hast du, wie lange machst du schon Survival? Ich habe letzten August den ersten Kurs besucht. Da habe ich das erste Mal gemacht. Und Letzten August erst. ja, Das ist ja noch gar nicht so lang. ne. Deswegen kann ich das auch noch mit den Werkzeugen und so noch nicht, weil das habe ich noch gar nicht gelernt tatsächlich. Mit Werkzeugen meinst du Messer und Im Machete Umgang mit arbeiten Messer, Machete, gut sägen kann man halt, ne? und so? Ja, Aber ich sag mal, gerade Umgang mit dem Messer, Schnitztechniken, ja, das kann ich ja gar nicht. ja. Okay, Hat man verstehe. ja auch gesehen und da muss ich auf jeden Fall noch viel üben. Ja, Weil das ist ja, Umgang mit Messer wird super wichtig. Allein schon, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. ja, das ist richtig. Und was macht dir so Spaß am Survival? Ich finde das einfach cool, in der Natur zu sein. Ja. Also ich finde, das gibt richtig Kraft, obwohl man sich ja körperlich erstmal runterrockt. Aber man ist auf alles stolz, was man schafft. Hat man Feuer gemacht, ist man stolz. Ja. Hat man einen Unterschlupf gebaut, ist man stolz. Hat man was zu essen gefunden, ist man stolz. Hat man das über Feuer gekocht, ist man stolz. Also das sind immer so viele Erfolgserlebnisse, die man im Alltag nicht hat. Und das Allerbeste finde ich, wenn man jetzt nachher nach Hause kommt, man weiß die warme Dusche zu schätzen, warm Wasser, einen Kühlschrank, ein warmes Bett. Einfach, dass man die Kleinigkeiten im normalen Leben wieder zu schätzen weiß. Und alle, die kein Survival machen, die kennen das Gefühl nicht. Sehr wahr. Und das finde ich immer so wunderbar daran. Mal Wasserhahn aufdrehen, es kommt warmes Wasser raus. Ne? Genau. Ja, stimmt, das hat man so nicht, das kennt man nicht. Ich kann essen, was ich will. Hier kann ich essen, was ich finde. Ne? Also, Ja. nee, das finde ich so schön am Survival. Und zu Hause hast du eine Beziehung? Nee, ich bin Single. Früher war ich immer in Beziehung. Ist mir super schwer gefallen, erstmal allein zu leben, alleine, ja, nicht klar zu kommen, aber allein zu sein, mit Ja. mir alleine. Mittlerweile kann ich das super gut und das genieße ich so unfassbar, Ja. dass ich hoffentlich auch noch ein bisschen bleibe. Okay, okay. Ja, Wärst du lieber alleine in deinem Schalter im Survival oder findest du es gut, einen Partner zu haben? nee, ich habe gern Menschen um mich tatsächlich. Mhm. Also die komplette Isolation kann ich nicht so gut. Mhm. Also ein Team ist ganz Für mich gut. besser. Ich würde es aber dennoch alleine durchziehen, weil es nicht so lang ist. Ja. Wenn Also- wir jetzt über 2-3 Wochen reden, weiß ich nicht, ob ich es schaffen würde. Aber die paar Tage, das würde ich Warum noch würdest du es nicht hinkriegen. schaffen? Weil du einsam wärst? Ja, ich glaube wegen der Isolation. Ja. Weil ich bin halt ein Mensch, der hat gerne Leute um sich auch. Aber ich bin halt auch gerne alleine, aber nicht auf so lange Dauer. Mhm. Okay. Na, wer ist denn schon mal eine Woche alleine oder 2? War ich noch nie. Ja, Kann ich du nicht hast- einschätzen. Ja, ja. Man hat ja, was hat man nochmal? Du fährst in U-Bahn, S-Bahn, Straßen, man hat immer Leute. Genau, es sind ja immer Einkaufen Menschen hast du da. Menschen, ja.
Und diese komplette Isolation, die hast du echt nur, wenn du rausgehst in die Natur, hast du nur dich Und bist mit deinen Dämonen alleine. mit deinen Gedanken. Ja. Deswegen, also ich kann es nicht einschätzen, weil ich es noch nie hatte. Aber ich glaube, dass mir das schwerfallen würde. Mhm. Ja, vielleicht probierst du es ja mal aus. Also ich denke mal, dass Back to Survival der Anfang ist und dann geht das weiter. Ne? Ja. Kann ich grob sagen, okay, die sind die Schön. Anfangswege und dann kann ich auf 75 Personen auf einmal. Am besten. Essen ist fertig. Essen ist fertig? Die sind die ganzen, Die Rüben mögen wir nicht. die Nee. welche? Die mit dem Holzigen in der Mitte? Ja. Genau. Ja, ich weiß, die sind auch nicht so lecker, aber. Nee. Nee, aber zum Ausprobieren einfach mal. Ja, ja, klar, Also klar. das geht klar. Na, Fisch vorzüglich. Aber vor allem wichtig, und das ist das, ihr habt was Warmes einfach im Magen, darum geht's. Dass ihr hier kein Gourmet-Essen kriegt, ist auch klar, wobei der Fisch ja schon Abwarten. gourmetmäßig wäre, gell? Die ganzen Reste, die ihr nicht essen wollt, genau, verbrennt die. Vom Fisch? Ja, also die Gräten oder sowas. In der Praxis natürlich gern noch mal auskochen. Ja, Kopf auskochen, du kannst auch den ganzen Kopf abnagen. Ja. Augen, Gehirn, Backenfleisch. Ob du Augen das ist jetzt. ja schön Salz drin, ne? Ja, also Mineralstoffe habt ihr überall drin, ja. Auf jeden Fall. Also, und schmeckt auch nicht schlecht, ist bloß eine Kopfsache. In dem Fall wirklich eine Im Kopfsache. wahrsten Sinne. Ja, ein Tippi ginge ja theoretisch auch. Oder, nee, doch. geht. Ja, aber, da Ja, was noch, aber dann das wird es stimmt, noch das enger. darf Dann man- habt ihr drin nur eine Liegefläche. Das ist ein, ja, Das habe ich zum Beispiel in Kanada gemacht gehabt. Für die ersten Teil diese Tippi-Aufbau-Variante. Mhm. Aber da kannst du reinliegen, eine links, eine rechts Ja, ja, und dann richtig, am das geht Fußraum ist nur Gepäck und dann war's das. Gell? Ja, das das Ding ist ist wirklich dann nur wie ein normales Zelt halt. Ja. Weil hier drin ist richtig angenehm warm. Ja, das ist Ja, hier ist zapfig. okay. Ja, ja. Mehr schleifen, wenn du aufs Klo gehst. Ja, da unten ist frei, ist schön warm. Gut, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Gell? Danke. Gute Das Nacht, wünschen wir macht's euch auch. gut. Bis Macht's morgen gut. früh. Wir sehen uns. Früh. Ciao. So, jetzt erzähl erstmal, wie geht's dir nach den 24 Stunden? Ja, vollgeladen mit Informationen, würde ich sagen. Müde, ja, weil die Nacht draußen, gerade die erste, immer ein bisschen schwierig. Aber bin ja, total happy. Na, von da kannst du so viel lernen. Da gibt es ja wirklich nur bam, 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 die Info, die Info, die Info. Alles super interessant, ne? Aber der Kopf ist irgendwann ziemlich voll. Aber Aber war viel dabei, was du noch nicht kanntest? ja, einiges. Ne? Also gerade Wasseraufbereitung waren einige Sachen dabei, die kannte ich noch nicht so. Fische ausnehmen etc. komplett neu für mich, da habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Fand es eklig. Ja, es ist nicht meins. Ne? Also es ist irgendwie, ich würde mit Sicherheit Fisch fangen und essen, wenn es wirklich real ans Eingemachte ging. Definitiv, gehe ich von aus. Aber jetzt für halt so, ja, wie soll ich sagen, gestellt ist es ja nicht, aber für So zum Probieren, zum zum Training. Probieren, zum Training, sowas. Auf jeden Fall. Nee, irgendwie. Sowas von fertig und platt. Bisschen Wasser wäre ganz gut. Wünscht uns Glück, das wird schwierig.